Viele Trekking-Touren fühlen sich schwerer an, als sie eigentlich sein müssten. Und das liegt oft nicht an der Fitness, sondern irgendwie an der Ausrüstung, sondern an ein paar einfachen Dingen, die man am Anfang gar nicht wahrnimmt. Und genau diese Punkte sehe ich bei ganz vielen Leuten und habe sie selbst auch jahrelang genauso gemacht. In diesem Video schauen wir uns das Schritt für Schritt mal an, damit sich deine nächste Tour von Anfang an deutlich leichter und entspannter anfühlt. Ich fange direkt mal mit dem Offensichtlichsten an, nämlich zu viel Gepäck dabei zu haben. Darüber sprechen wir auf diesem Kanal natürlich sehr, sehr häufig, gerade das Ultraleicht-Tracking. Und natürlich kann man immer ein leichteres Zelt, Isomatte und einen Schlafsack kaufen. Aber das meiste ist wirklich der ganze Kleinkram, den man mit hat oder wirklich doppelte Gegenstände, die man eigentlich gar nicht braucht. Wenn man zum Beispiel jedes dritte Kleinteil weglässt oder bei den meisten 10, 20 Gramm spart, dann summiert sich das natürlich und sorgt dafür, dass man auf der Tour wirklich deutlich leichter laufen kann, die Gelenke entlastet und weniger Kraft braucht. Viele packen auch wirklich Dinge ein, ich nenne sie mal die Was-wäre-wenn-Gegenstände. Also viel Sicherheit spielt da eine Rolle und das meiste braucht man eigentlich gar nicht. Und da hilft es nach der Tour immer zu überlegen, was habe ich diesmal wirklich nicht gebraucht und dann darüber nachzudenken, ob man das vielleicht nächste Mal zu Hause lässt. Und was man wirklich ganz einfach vermeiden kann, was ich am häufigsten sehe, ist zu viel Kleidung mitzuhaben. Diese beiden Rucksäcke sind jetzt normale Trekking-Rucksäcke und ich zeige euch mal den Unterschied, was da an redundante Kleidung wirklich drin ist. Ein normaler Baselayer, ein Langarm-Baselayer, noch ein Wechsel-Baumwoll-T-Shirt, ein Sun-Hoodie als Midlayer, dann einen etwas dickeren Midlayer, eine dicke Mütze und noch ein Fleecebuff, Handschuhe, eine Überziehjacke als Midlayer, 3 Paar Socken, eine extra Regenjacke und noch eine Puffyjacke. Und das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel und eine Menge. Dazu kommt vielleicht noch Unterwäsche und Ähnliches, wo viele auch dann 2, 3 Paar mitnehmen. Das ist alles immer sehr individuell, aber das meiste ist hier wirklich redundant und man braucht auf Tour wirklich deutlich weniger, als man wirklich denkt, vor allem wenn das Funktionsmaterialien sind. Minimal reichen kann als Alternative zum Beispiel ein Kurzarm-Funktions-Baselayer, ein einziger Midlayer, der nicht zu dünn und nicht zu dick ist, eine Puffyjacke, die isoliert und auch ein bisschen wind- und wasserabweisend ist, darüber dann vielleicht auch noch eine Regenjacke oder ein Poncho. Dann vor allem ein nur zweites Paar Socken, was man nachts zum Schlafen trägt, das immer garantiert trocken ist und die Füße ein bisschen wärmer hält. Optional noch sowas wie eine Schlafhose habe ich immer gerne dabei, weil ich in kurzer Hose laufe und nachts dann auch was Trockenes und Warmes habe. Und vielleicht dann noch optional sowas wie eine sehr leichte Regenhose, die auch unter 100 Gramm wiegen. Dann statt Mütze und dicken Buff ein dünnes Funktionsbuff und natürlich auch dünne Fließhandschuhe. Aber damit kommt man aus, wenn es alles Funktionsmaterialien sind, die riechen dann auch nicht so viel und wärmen teilweise auch, wenn sie nass sind. Dann gibt es noch was, das nenne ich den falschen Rhythmus unterwegs. Einerseits geht es darum, dass man vielleicht eine Wochenend-Tracking-Tour macht, sich am ersten Tag zu viel vornimmt oder vielleicht in den ersten Stunden wirklich zu schnell und vor allem zu lange ohne Pause unterwegs ist. Das heißt, man macht sich nicht richtig warm und hat am zweiten Tag vielleicht komplett Muskelkater, irgendwie die Sehnen tun schon weh oder man hat wirklich ernsthafte Probleme, weil man sich wirklich nicht eingelaufen hat. Und dann geht es auch darum, wie schnell läuft man eigentlich? Zwingt man sich vielleicht einen gewissen bestimmten Rhythmus zu haben? Aus meiner Sicht macht es immer Sinn, da auf den Körper zu hören, ein bisschen natürlicher zu laufen und im Zweifel erstmal ein bisschen langsamer. Und dann geht es auch um die Pausen. Natürlich kommt man häufig an solchen Bänken hier vorbei und die sollte man auch auf jeden Fall nutzen. Gerade in Deutschland haben wir natürlich eine super Infrastruktur. Viele machen dann entweder zu wenige Pausen und dafür vielleicht zu lange, sodass dann alles wieder kalt wird. Ich bin mittlerweile wirklich ein großer Fan davon geworden, auch starre Pausenregeln zu machen. Vielleicht schon sich irgendwie an eine Bank hinzusetzen, obwohl man sich noch gut fühlt. Also präventiv lieber schon mal Pause machen, bevor man sich irgendwie überlastet und dann ein bisschen was essen, kurz 5 bis 10 Minuten rasten und dann geht's auch meistens weiter. Optional natürlich noch die Schuhe ausziehen und lüften und so kann man eigentlich lieber viele kleine Pausen über den Tag machen, vielleicht dann noch eine groß mittags vielleicht, aber lieber ein bisschen langsamer und mehr Pausen als alles zu spät, wenn es dann wirklich ja auch körperlich vielleicht zu spät ist. Und natürlich schätzt man auch manchmal die Schwierigkeit der eigenen Etappe dann vollkommen falsch ein. Ich sehe gerade bei Anfängern, dass man da manchmal das in den Routenplaner eingibt und nur irgendwie nach der gesamten Länge oder der nötigen Schritte irgendwie plant. Aber natürlich spielen die Höhenmeter auch eine ganz, ganz große Rolle bei der Etappe. So sind 20 Kilometer in den Alpen natürlich viel schwerer als 20 Kilometer in flacheren Skandinavien zum Beispiel. Ich mache das als Faustformel zum Beispiel so, dass ich mir überlege, wie viel kann ich bei ganz flacher Strecke am besten laufen, zum Beispiel 40 oder 45 Kilometer und ich schaue dann am Ende auf dem Routenplaner, ja, wie viel
Höhenmeter hat das. Und pro 100 Höhenmeter ziehe ich dann 1 Kilometer davon ab. Das heißt, wenn eine Strecke 1000 Höhenmeter hat, dann weiß ich, ich kann also 30 bis 35 Kilometer laufen. Wenn ich in den Alpen bin und habe da 2000 Höhenmeter pro Tag vor mir, dann laufe ich vielleicht doch mal lieber nur 25 Kilometer. Und dann gibt es noch den dritten Punkt, das ist wirklich die Technik. Da muss man natürlich auch ein Auge drauf haben, wie viel Buschwerk habe ich, wie viel Geröll, wie oft muss ich über Bäume klettern, wie schlammig ist der Boden. Und das gehört natürlich auch sehr stark dazu, wie schwierig eine Etappe ist und wie viel ich mir dafür den Tag vornehmen sollte. Und andererseits ist es dann während der Tour so, dass ich häufig sehe, dass man wirklich genau wie bei den Pausen entweder zu wenig isst oder auch manchmal zu viel isst. Auch da bin ich ein großer Freund von, den ganzen Tag über viele kleine Snacks wirklich zu essen. Frühstück vielleicht nicht direkt am Zelt, sondern erst zusammenpacken, warm laufen, die erste Pause dafür nutzen, ein bisschen zu frühstücken. Da spart man auch dann auf jeden Fall Zeit und friert vielleicht nicht so in der kalten Jahreszeit, weil der Körper schon aufgehitzt ist. Und bei den kleinen Pausen möchte man vielleicht nicht immer seinen Rucksack absetzen, rumkramen. Deswegen so kleine Snacks, die man vielleicht in dem Hüftgurt hat oder in der Hosentasche, so wie ich, die kann man dann zwischenzeitlich wirklich sehr gut essen. Und für alle, die dann während der Tour vielleicht zu wenig trinken, das gibt es bei vielen, die vergessen das, und da hat man natürlich einen starken Leistungsabfall. Für die kann es dann Sinn machen, entweder eine Wasserblase zu verwenden und den Schlauch hier vorne zu halten oder einfach so kleine Trinkflasks zum Beispiel oder kleine PET-Flaschen, die man auch im Schultergurt dran machen kann, und so kann man während der Tour wirklich auch handfrei immer so ein bisschen was trinken und sorgt dafür, dass man konstant keinen Hunger hat und auch immer genug Flüssigkeit im Körper hat. Neben ausreichend Flüssigkeit braucht man auf so einer Tour natürlich auch ausreichend Strom. Und gerade zum Tracking eignen sich zum Beispiel Powerbanks der Firma Iniu ganz gut. Wir hatten die auf dem Kanal schon viele Mal getestet und real gemessen. Mittlerweile gibt es auch noch andere Modelle, wirklich von sehr, sehr klein und handlich bis hin zu großen Leistungspaketen oder Modellen, die man zum Beispiel magnetisch an sein Smartphone befestigen kann oder einfach mit so einem Anhänger wirklich an den Rucksack oder an den Schlüsselanhänger klippen kann. Was Iniu auszeichnet, ist, dass die Modelle immer sehr, sehr leistungsstark sind. Das heißt, die können besonders schnell aufgeladen werden und auch die Geräte wirklich besonders schnell laden. Und das ist natürlich super nützlich auf Tour, wenn man nur mal kurz in der Pause die Sachen nachladen will oder vielleicht viele Geräte gleichzeitig anschließen will. Auch haben alle Modelle immer so ein Display, sodass man ganz genau sehen kann, wie viel Power habe ich eigentlich unterwegs noch, und da ist eigentlich für jede Präferenz oder Tourlänge was dabei. Alle Modelle verlinke ich euch unten in der Beschreibung und vielleicht findet ihr was Passendes für eure nächste Tour. Ja, was glaube ich jeder kennt und mir bis heute immer noch manchmal passiert, ist das zu späte Wechseln der Kleidung oder der Layer. Gerade wenn irgendwie ein Anstieg kommt oder es auf einmal sehr, sehr warm wird, weil vielleicht die Wolken wegziehen und die Sonne rauskommt. Dann hat man natürlich eine größere Hitze. Das Laufen fällt generell schwerer und vor allem wird dann die Kleidung durch das Schwitzen nass. Und das ist gerade beim Base Layer dann problematisch. Der sollte im Optimalfall lieber immer trocken bleiben, gerade jetzt zu der kälteren Jahreszeit, sonst hat man dann nachts vielleicht ein paar Probleme oder wird gar nicht mehr warm. Und genauso fällt es sich dann bei Regen. Lieber ein bisschen früher die Regenkleidung anziehen beim ersten Nieseln, bevor man das dann später bereut und die Kleidung wirklich einmalig nass wird. In beiden Fällen dann lieber diszipliniert, kurz anhalten, Rucksack absetzen, alles hier aufmachen, Regenkleidung, Poncho raus, drüber ziehen. Im Zweifel muss man dann manchmal 2-3 Mal das rein und rauspacken, aber sicher ist sicher, lieber nichts nass werden lassen. Und das Letzte, worauf man achten kann, ist die Pausen. Denn da möchte man dann nicht unterkühlen. Und natürlich, wenn man stehen bleibt und vielleicht so ein bisschen schon vorher geschwitzt hat, dann sollte man auf jeden Fall sofort die Jacke anziehen. Bevor man irgendetwas macht, Schuhe aus, Essen rausholt, erstmal die dicke Jacke anziehen. Und dann, wenn man wieder losläuft, dann muss man die aber auch schon vorher wieder ausziehen. Das fühlt sich kalt an, aber es ist besser, dann lieber leicht frierend loszulaufen. Weil nach 5 bis 10 Minuten spätestens ist man wieder auf Temperatur und sorgt dann dafür, dass man erstens nicht wieder anhalten muss, um die Jacke auszuziehen, und zweitens, dass auch keine Gefahr besteht, dass man da überhaupt schwitzt. Und dann gibt es, glaube ich, keinen einzigen schlimmeren Punkt, als wenn irgendwas mit dem Rucksack unterwegs nicht stimmt oder der völlig ungeeignet ist. Hier habe ich mal ein Beispiel, wo wirklich alles gerade für mich falsch ist. Also erstmal ist er viel zu voll gepackt und viel zu schwer für mich. Dann ist er auch für meine Körpergröße relativ ungeeignet. Der bräuchte eine größere Rückenlänge. Ihr seht das daran zum Beispiel, dass die Hüftgurte hier viel zu hoch liegen. Die müssten eigentlich auf meinen Hüftknochen aufliegen. Und bei vielen Herstellern, da gibt es verschiedene Modelle, wo man eine Rückenlänge auswählen kann. S, M, L,
XL. Manche Hersteller haben wirklich 10 verschiedene Längen und darauf sollte man schon Wert legen. Auch sind meine Gurte hier viel zu locker, sowohl Hüft- als auch Brustgurt müssten ein bisschen strammer sein und auch der Schultergurt, der würde ein bisschen Anpassung wirklich notwendig haben. Und dann geht es auch um die Gewichtsverteilung. Da muss man aufpassen, dass die schweren Dinge wirklich weder unten noch oben sind. Bei mir sind sie gerade oben. Das sorgt dann dafür, dass beim Laufen der ganze Rucksack schwankt und jeder Schritt wirklich deutlich mehr Energie kostet, als er eigentlich braucht. Wichtig ist, alles Schwere wirklich nah am Rücken zu haben, damit man so wenig schwenkt wie möglich. Unten vielleicht sowas wie ein Schlafsack, der ist voluminös und relativ leicht und oben Dinge, an die man schnell dran muss, so wie Essen und Jacke. Ich würde euch auch empfehlen, den Rucksack immer zuletzt zu kaufen. Gerade wenn ihr jetzt vielleicht plant, eine ganze Packliste neu zu kaufen oder vieles an Ausrüstung zu optimieren. Denn das richtet sich natürlich einerseits mit dem Volumen danach, wie viel braucht man, was für eine Tour macht man, Winter oder Sommer. Und andererseits, ja, wie viel Basisgewicht habe ich, also Gewicht ohne Wasser, ohne Essen, ohne Konsumgüter. Und brauche ich dann vielleicht extra so einen dicken Hüftgurt oder einen verstärkten Rahmen. Deswegen erstmal alles kaufen und dann den Rucksack wirklich als letzte Entscheidung, denn der passt dann auch wirklich zu meiner eigenen Ausrüstung. Der Nummer 1 Abbruchgrund für Wanderungen sind übrigens Blasen an den Füßen und ja, die verlorene Fähigkeit überhaupt noch laufen zu können. Deswegen sollte man das wirklich mit oberster Priorität beachten. Einerseits wirklich die Vorsorge, alles Mögliche an Socken, an Schuhen optimieren, damit man so wenig Blasen wie möglich bekommt. Dazu habe ich auf meinem Kanal auch wirklich ein eigenes Video nochmal gemacht, wenn ihr euch mit diesem Thema schwer tut. Ansonsten kann es unterwegs jedem passieren. Gerade wenn irgendwie Dreck im Schuh ist, wenn die Socken nass sind, dann heißt es schnell zu reagieren. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, immer Tape und Blasenpflaster, zum Beispiel Compeed, zu Anfang immer dabei zu haben. Und sofort, wenn man irgendetwas am eigenen Fuß merkt, eine kleinste Abschürfung. Ich habe das so oft erlebt mit Leuten, mit denen ich wandern war. Die haben dann nicht reagiert und gedacht, gut, ich schaff's noch abends bis ins Lager und werde dann mich in Ruhe darum kümmern, ist immer ein Fehler. Es kann dafür sorgen, dass man die Tour dann wirklich abbrechen muss, weil wenn die Wunden einmal so schlimm werden, dann hilft da auch kein Pflaster und kein Tape mehr. Deswegen sofort pausieren, die Hotspots abtapen und dann Schuh anziehen. Vielleicht, wenn man ein zweites Paar Socken hat, das sogar wechseln, den Schuh so ein bisschen lüften, den Fuß lüften, damit alles trocken wird, denn Feuchtigkeit macht das Ganze natürlich immer noch schlimmer und auf jeden Fall auch da, wie bei dem Layerwechsel, sofort stoppen, sofort reagieren und dann muss man auch nicht abbrechen. Dann braucht man wirklich Blasenpflaster, da muss man sie auch erstmal in dem Moment finden. Das heißt, draußen ist Organisation wirklich alles. Macht euch zu Hause, wenn ihr packt, einmal Gedanken, in welcher Reihenfolge packe ich was erstmal rein, damit ich gut drankomme. Regenkleidung zum Beispiel gut erreichbar, ohne dass ich alles unterwegs rausholen muss, genau wie Essen zum Beispiel. Und andererseits der Kleinkram. Wo verstaue ich den? In welchem Beutel? In welcher Schultergurt- oder Brustgurttasche? Und habt euch einmal für diesen Ort festgelegt, dann bleibt bei diesem Ort die ganze Tour. Sobald ihr etwas zu Ende gebraucht habt, tut sofort wieder an diesen Ort. Nicht erst am nächsten Tag, vielleicht nach der Übernachtung, sofort alles im Rucksack. Das sorgt nicht nur dafür, dass ihr quasi im Ernstfall die Sachen sofort findet, aber wenn man immer weiß, wo jeder Gegenstand ist und wirklich diszipliniert aufräumt draußen, dann macht es auch viel, viel mehr Spaß. Man braucht viel weniger Zeit, sich jedes Mal zu überlegen, wo was ist, wo ich was hinpacke, wenn alles wirklich eine feste Ordnung hat. Die meisten der aufgezählten Sachen bisher sind wirklich keine absolute Katastrophe. Wenn das mal auf Tour passiert, dann lernt man draus, macht das nächste Mal besser. Aber wo am besten wirklich nichts schief gehen sollte, ist alles beim Thema Schlafen, Übernachtung. Das Schlafsystem sollte wirklich stimmen und die 5 häufigsten Fehler, die ich da so sehe, sind zum Beispiel, dass man den falschen Untergrund wählt. Ich bin hier gerade in der Kuhle, da ist ein Hügel. Am besten vorher mal genau gucken, was ist da für ein Boden? Liege ich da vielleicht gerade oder ungerade? Kann da Wasser hinlaufen? Bin ich exponiert vielleicht von Wind? Und das Zweite ist, das gehört dazu, am besten noch aufbauen, wenn es noch hell ist. Das heißt, lieber morgens ein bisschen früher loslaufen, sich den Schlafplatz angucken, dann fühlt man sich auch wohl, kann vielleicht Probleme wahrnehmen, wie zum Beispiel Ameisen auf dem genauen Punkt und dann baut man da in Ruhe sein Zelt oder was anderes auf. Und dann muss natürlich auch die Isomatte stimmen. Die Isomatte hat immer einen R-Wert und ist durchaus wichtiger noch als der Schlafsack. Da nehmen viele immer eine zu kalte Isomatte, das muss durchaus zusammenpassen. Und beim Punkt Schlafsack auch, wenn man den lagert im Rucksack, am besten nicht in einem Kompressionsbeutel, sondern relativ locker. Und wenn man ankommt, den auch am besten einmal rausholen, den Loft sich ein bisschen aufbauschen lassen, ein bisschen ausschütteln, den erstmal hinlegen und am besten so wenig komprimiert im Rucksack lassen, wie es geht.
Ja, also diesem letzten wichtigeren Punkt habe ich auf dem Kanal auch noch extra Videos zum Thema Lagerplatzwahl, Wildcamping generell oder vielleicht auch die Angst, die bei Solo-Übernachtungen im Wald irgendwo dazugehört. Wenn euch das interessiert, schaut gerne mal rein oder abonniert ansonsten den Kanal für weitere Videos zu diesem Thema. Ja, ich glaube, das sind die gesamten Punkte, die mir so einfallen und die ich häufig sehe bei Einsteigern, die wirklich das Trekking schwerer machen und vielen Leuten auch am Anfang den Spaß nehmen, sodass sie dann komplett damit stoppen. Und das ist natürlich extrem schade, weil es einfach so ein tolles Hobby wirklich ist. Ich hoffe, für euch waren auch ein paar neue Punkte dabei und das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.